Mitten im Mittelmeer, auf 36 Grad 3 Minuten Nord und 14 Grad 15 Minuten Ost, liegt die Insel Gozo. Sie gehört zu Malta und liegt zwischen Sizilien und Afrika. Große Schulen von Zweibindenbrassen, Mönchsfischen und vielen anderen bevölkern grandiose Unterwasserlandschaften mit riesigen Felsen und Steilwänden, die scheinbar bodenlos ins Blau abfallen. Die Algenzonen im sonnendurchfluteten, flacheren Wasser sind der bevorzugte Aufenthaltsort der Goldstriemen. Hier finden sie ausreichend Nahrung. Aber natürlich nicht nur sie. Ein großer Oktopus hat seine Höhle verlassen, um im Seegras nach Schnecken zu suchen. Diese intelligenten Tiere sind wahre Meister der Tarnung und können ihre Färbung und ihre Struktur verändern. Dieses Exemplar fühlt sich jedoch nicht bedroht und sieht keine Notwendigkeit dafür. Ein geübter Blick offenbart viele Lebewesen am Riff. Wie diese wenige Millimeter große, farbenfrohe Nacktschnecke. Einen Drachenkopf. Oder die leuchtend orangen Kiemen eines Röhrenwurms. Schwämme besiedeln die halbdunkeln Überhänge an Steilwänden. Hier ist das Reich des Feuerwurms. Und der Tigermoräne. Als scheuer, nachtaktiver Räuber ist sie nicht häufig anzutreffen. Die Küste der maltesischen Inseln ist von Höhlen und Grotten durchzogen. Einige der Höhlendecken sind irgendwann eingestürzt und bilden skurrile Formationen, wie beispielsweise das Blue Hole oder das Triple Arch Reef. Nachts mögen alle Katzen grau sein, aber ein Nachttauchgang wird hier selbst auf einer Sandfläche zu einem spannenden Erlebnis. Sepien sind zehnarmige Tintenfische, die nachts auf die Jagd nach Fischen und Krebsen gehen. Dieser Einsiedlerkrebs hier hat dagegen schon Beute gemacht und ist obendrein gut durch sein Schneckenhaus geschützt. Sandaale findet man tagsüber so gut wie nie. Hier sehen wir warum. Mit etwas Glück trifft man im Spätsommer auf Seehasen. Sie sind, mit bis zu 40 cm Länge, die größten Meeresschnecken im Mittelmeer. Der Igelwurm verbringt sein ganzes Leben versteckt in einer Felsspalte. Nachts streckt er seine lange, grüne Zunge heraus, um nach Nahrung zu angeln. Wenn er etwas hat oder bei Gefahr, zieht er sie in seine Behausung. Jeder Arm eines Oktopus besitzt ein eigenes Gehirn und kann völlig unabhängig von allen anderen bewegt werden. Echtes Multitasking.